Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wie versprochen, jetzt kommt der Content vom Wasser, weil ich meine, da gehört das Boot auch hin. Das Boot ist im Wasser. Wir sind bisher recht happy. Und ich hatte euch beim letzten Video versprochen, dass ich euch noch zeige, was kaputt gegangen ist beim im Wasser lassen. Das zeige ich euch jetzt mal. Wie ihr seht, hat es die Badeplattform auf der von mir gesehen linken Seite oder Steuerbordseite rausgerissen. Das haben wir jetzt provisorisch geflickt. Und zumindest ist die Plattform jetzt kann man die in Betrieb nehmen und kann sich draufstellen. Passt soweit. Ich bin heute auch nicht alleine, also auch Olli ist hier. Der schwimmt hier fleißig im Wasser. Da vorne ist er. Der freut sich auch sehr, war heute den ganzen Tag am Boot. Ich erkläre euch auch gleich warum. Ja, was ist noch zwischenzeitlich passiert? Olli war zeitweise allein unterwegs im Boot, hat es gefeiert. Ich habe meine erste Fahrt mit dem Jan hinter mich gebracht. Eines gleich vorweg, es geht jetzt nicht darum zu erzählen, dass Jan und ich bei einem traumhaften Sonnenuntergang gemütlich übers Wasser geschippert sind. Die wahren Highlights waren erstens, dass wir schon bei unserer allerersten Fahrt ein spontanes Abschleppmanöver starten mussten und einen unserer Bootskollegen mit Motorschaden aus dem Flachwasser ziehen. Zweitens konnten wir endlich die wirklich entscheidende Frage klären: Wie viele Pizzen bestellt man eigentlich für 2 Personen? Richtig, 3. Ja, ich habe eine Übernachtung am Boot hinter mir. Das ist schon schön, wenn man hier so sitzt und dann schwimmt jemand vorbei, den man kennt. Hallo. Hallo. Und ja, habe in dem Boot übernachtet und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die erste Nacht im Boot liegt hinter mir. Hier im Gesicht sieht man noch die eine oder andere Spur der kurzen Nacht, wohlgemerkt. Ja, die Kajüte, muss ich sagen, war bequemer als gedacht und was natürlich sehr schön ist: man wird belohnt mit einem wirklich tollen Blick. Also ich kann schon sagen, das mit dem Boot hat sich, also mit der Kajüte und Übernachten, hat sich wirklich gelohnt. Auch hier nochmal rausschauen. Was nicht so schön war, das war hier unser Brennpasten. Ja, wie nennt man das? Brennpastengrill, wie auch immer. Also der riecht leider nachts sehr stark. Also da haben wir uns was einfallen müssen. Hier oben haben wir unser Ankerlicht positioniert. Wunderbar funktioniert. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Frühstück und genießen hier in dieser wirklich traumhaften Kulisse ja ein bisschen das Boot weiter. Also wie ihr seht, das hat wunderbar geklappt. Das einzige Thema, was wir noch haben, ist hier unseren Grill. Den werden wir sehr wahrscheinlich rausnehmen. Das sind wir gerade am Sprechen und sind am Überlegen, ob wir hier so eine Art Besteckschublade reinmachen. Da hinten dran ist ja das Waschbecken. Wir haben eben das erste Mal hier Frischwasser reingefüllt, haben hinten die Dusche benutzt und fast wäre uns das Boot abgesoffen, weil wir vergessen haben, dass vom Einwinter noch der Wasserhahn offen war. Also das gehört auch dazu. Ja, was ist noch passiert? Ich war mit Amerikanern auf dem Boot und es war ganz interessant, welches Fazit die gezogen haben, was ihnen an diesem Boot am besten gefallen hat. Ich bin heute mit amerikanischen Freunden auf dem Boot. Das sind die beiden. Wir können ja mal fragen, was die von dem Boot halten und wie der Ausflug ihnen gefallen hat. Do you like the ride? Do you like the boat? What do you think? Marco's a great captain. Yeah, I know that I'm a great captain, but what do you think about the boat? I mean, this is all about the boat, not about me, you know? Oh. So, I think the boat's very nice. I especially like the toilet. the toilet is the number one. Very Piece, comfortable. yeah. And that's why we bought the boat. Ja, wie ihr seht, es ist tatsächlich die Toilette. Und da waren wir jetzt eben gerade auch im Hafen am Schauen und haben mal geguckt, wo wir unseren Fäkalientank leer machen können. Okay, Marco, was machen wir hier? Scheiße pumpen. Ist das Fanta, was da durchläuft? Ist es von Miri? Auch Amerikaner, alles Schweizer, international. All the colors. Guck mal da. Kommt was? Da kann so keine Flöckchen machen. Lecker. Ah, guck mal, versucht gerade jemand aus dem Wasser zu kommen. Können wir mal fragen, ob die Leiter gut funktioniert. Und? Brauchst du Hilfe? Die ist so fest, die kriegst du nicht ab. Hier unten. Warte. Wenn
Wenn ihr den Film Open Water kennt, ich helfe gerne. So. Aber das müssen wir jetzt nicht uns auf dem Video angucken, wie er hier rauskommt. Ja, und dann haben wir noch eine tolle Erfahrung gemacht und die war gestern. Und zwar waren wir unterwegs und wollten uns das Schiersteiner Hafenfest vom Wasser aus angucken. Das war auch eine wunderschöne Veranstaltung, nur eine Sache ist da passiert. Anfang ist es ein bisschen ins Wasser gefallen. Und Olli, was machst du so? Ach, ich lasse mir gut gehen. Also wir stehen hier im Regen. Scheiße. Weil das passiert, wenn man die auf dem Regenradar sich verlässt und dann auf einmal feststellt, naja, wir hätten vielleicht doch das Dach drauf machen sollen. Aber das Witzige ist, die andere Hälfte vom Dach, die liegt hinten auf der Steganlage. Naja, aber wir werden es überleben. Und auch eine Erfahrung und wieder was gelernt. Kommt denn jetzt dieser Schauer auf einmal wieder? Ich glaube das nicht. Nix von dem wir auf dem Radar. Fuck, ey. So ist es halt. Es ist halt. Oh, wir haben Licht gefunden. Wie ist es? Geil. Warte mal. Warte. Yes. Cool. Gut, sehr gut. Also können wir jetzt auch im Dunkeln fahren. Jetzt können wir im Dunkeln fahren. Ja, wie ihr seht, das Boot war nass an dem Tag. Olli war heute aus dem Grund den ganzen Tag am Boot, also heute ist der Tag danach. Hat alles soweit getrocknet. Wir wissen, dass hier hinten ein paar Abläufe verstopft sind. Jetzt war er doch drauf. Guck mal, vielleicht ist das für die Zuschauer ganz interessant. Und die Dusche funktioniert auch. Mach mal den Knopf an. Also ich muss den Knopf anmachen. Moment. Rechts. Rechts. Ah, da. So, jetzt müsste drüber was kommen. Das zeige ich euch jetzt nicht, was ich jetzt sehe. Besser ist das. Ja, wie gesagt, Boot war nass. Alles ist soweit getrocknet. Ansonsten haben wir auch noch relativ viel am Boot geschraubt, geändert und es gibt auch noch ein paar Erfahrungen, was das Verdeck anbetrifft, aber ich würde sagen, das zeigen wir euch in einem separaten Video. Ja, wir sind ja immer noch auf dem Wasser und für heute ist erstmal Schluss, aber ihr seht ja gleich, wie es weitergeht, also bis dann. 3 Tage später. 3 Punkte habe ich für euch noch. Zum einen, ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten so ein leicht verbogenes Windy-Schild. Und so haben wir unser ganzes technisches Know-how in einen Topf geworfen und wie man hier sieht, das alte Windy-Schild, welches nicht verbeult war, passgenau nachkonstruiert und aus PLA ein Modell ausgedruckt. Die Schriftart entspricht exakt dem Original, nur die kleinen Schrägen, also die Phasen an den Buchstaben, konnten wir nicht zufriedenstellend umsetzen und somit haben wir ganz darauf verzichtet. Hier sieht man den ersten Prototyp, bei welchem sogar die Schraublöcher so sitzen wie beim Original. Aber so toll das alles auch ist, eins war uns klar, so konnte es leider nicht bleiben, denn das Problem ist, dass dieser sich etwas verformt hat durch die Hitze. Das sieht man hier und auch hier ist schon ein bisschen krumm. Aus dem Grund haben wir einen neuen gemacht aus Nylon mit CF-Fasern, also Carbonfasern verstärkt und den schrauben wir jetzt mal an und hoffen, dass das besser funktioniert. So viel sei verraten, es funktioniert hervorragend und trotz der dunkleren Farbe wird das Logo weniger warm, da es sich um ein anderes Material handelt. Wir sind mit dem Ergebnis auf jeden Fall zufrieden. Punkt 2 auf unserer Liste, ich bin gemeinsam mit Daniel unterwegs gewesen. Daniel ist derjenige, der uns netterweise einen Platz für unseren Trailer zur Verfügung gestellt hat. So, jetzt sind wir wieder von einer weiteren Fahrt zurück im Hafen. Heute war dabei der Daniel. Das war der Junge, wo wir unseren Trailer netterweise unterstellen durften. Und jetzt kommt die Frage, wie findest du das Boot? Mega. Was findest du am besten? Ja, alles eigentlich, ne? Alles! Vor allen Dingen die neuen Dosenhalter. Die dürfen wir noch nicht verraten. Ach so, das war ein Spoiler. Also okay, sonst noch irgendwas? Ja, der Ankerkasten zum Beispiel. Der Ankerkasten, sehr gut. Punkt 3. Wir waren mal wieder als Abschleppservice unterwegs, aber seht selbst.
Wir sind heute als Abschleppservice unterwegs, weil hier dieser Bowrider einen technischen Defekt hat, hinten am Antrieb. Und wir, also Olli ist vorne auf dem Boot, schleppen das jetzt zur Rampe und da wird das Boot rausgenommen. Auch für uns spannend. Wir werden mal sehen, ob alles klappt. Ich habe gerade die Anweisung bekommen, ich muss noch ein Video machen, natürlich, wie immer. Das muss hier alles dokumentarisch festgehalten werden. Wie wir hier unsere Karma-Punkte sammeln heute. Okay. Geduld. Ciao, mach's gut. Zum Abschluss gibt es noch einen wunderschönen Sonnenuntergang. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Ihr hattet Spaß und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wie heißt es so schön? Passt es oder? Wo ist eigentlich Olli? Hat irgendjemand Olli gesehen? Schwimmt er etwa schon wieder hier rum? Scheiße, ich glaube, ich muss hier raus. Also, wir sehen uns. Ciao!